Gestern im Livestream hieß es schon, Alden, hier ist ein Spot, nur seltene Karpfen. Was ist denn da los? Ja, und heute Morgen schreibt mir der Major Tom, Alden, guck mal hier der Spot, nur seltene Kois und Karpfen und Co. Na, das ist doch ein gutes Zeichen und das ist tatsächlich ein sehr gutes Zeichen. Oh, kann noch ein bisschen mehr Speck an den Rippen haben, aber mal wieder ein schöner Orangi Ogon. Sehr gut, ey. Und hier das zweite Setup auch wieder Biss. Ich teste natürlich sofort wieder. Was muttert Mund? Es muss natürlich sofort wieder probiert werden. Ah, guck mal. Der Erste, der ein bisschen reinspuckt. So sieht es aus. Ich dachte, ich kann hier schön durchziehen. Selten, sehr selten, selten. Naja, da kommt der Common Carp, der einfache 0815 Schuppi. Ja, ist natürlich auch nicht so wild, ne? Wenn da zwischendurch mal einer bei ist, warum denn nicht? Kann man natürlich auch mal mitnehmen. So, direkt wieder raus. Also, ich teste hier, wie gerade schon gesagt, unterschiedlichste Sets. Unterschiedlich aufgebaute Montagen. Mit unterschiedlichen Aromen, unterschiedlichen Aromen, aber auch mit etwas unterschiedlichen Boilie-Größen bzw. Ködergrößen allgemein. Oh, warte. Jetzt wollen wir nicht, dass er nach dahin links ganz abhaut. Der soll lieber da in dem hinteren Bereich bleiben. Der hat ein bisschen Bock. Und das hier gerade übrigens auf der Full Metal. Full Metal als Rolle kommt hoffentlich wieder im Weihnachtsmarkt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass da nichts rausgenommen wird aus dem Weihnachtsmarkt. Und die ist im Weihnachtsmarkt und tatsächlich für das Gewässer werde ich mir nochmal 2 Stück dafür von holen. Denn es ist übertrieben, ich habe eigentlich auch alles hierfür. Es ist einfach nice to have. Und man hat einfach noch ein paar schöne neuen Rollen. Lass mich doch auch mal alten. Aber kann man halt auch gut nehmen. Langsame Übersetzung, ausreichend Schnurkapazität für das Gewässer hier. Und ja, einfach Kraft. Ne? Und das Schöne ist, es ist ziemlich robust, das Teil. Also wir haben hier eine schön robuste Rolle im Retro-Style. Passt doch ganz gut hierzu. Und das Teil, ja, hat eine ganz gute Übersetzung, eine Kraftübersetzung, schön relativ niedrig von der Übersetzung. Das heißt, ich könnte hier, soll ich einfach nochmal noch dicker reingehen? Ja, zu überlegen, ne? Wobei im Moment passt es eigentlich. Ich bin aber jetzt hier auch schon auf 29er Bremse. Theoretisch könnte ich natürlich so auch mit Bremse zu hier reingehen, ne? Hatte ich auf dem anderen Setup auch schon gemacht. Ja, natürlich vielleicht, ja, könnte man vielleicht noch machen. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen näher ranzugehen. Hoffentlich passt das so. So. Na guck, der erste schöne Brocken. Das ist doch schon mal ganz nice. Jetzt würde ich bloß gerne wissen, was es ist. Und es piept da hinten schon wieder weiter. Aber das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Gar nicht verkehrt, ey. So kann man das doch gerne machen. Nice. Und das hier... Achso, ich bin mit Snowman Rig unterwegs. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich hatte ja vor Monaten hier explizit für das Gewässer, explizit dafür nochmal Snowman Rig geskillt. Weil es einfach so viele Möglichkeiten hier gibt. Oh, komm, mach keinen Scheiß. Komm, bleib dran hier. Eieiei. Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Im Snowman Rig hier mit sinkenden Boilies und da dann speziell Soluble, die auflösenden, sinkenden Boilies. Und dann eben mit Pop-Up-Komponenten. Da gibt es einfach sehr viel schöne Möglichkeiten, dass man das halt kombinieren kann. Da kommt da schon der Brocken. Ist es ein ganz normaler Spiegel? Ach, verdammt, es ist ein ganz normaler Spiegel. Der hätte auch mal jetzt gönnen können.
Eieiei. So, aber es kommt so langsam ran, das Ding. Nix. Hier geblieben jetzt. Und jetzt wäre halt echt der Moment, wo man sagt, okay, vielleicht machen wir auch gleich einfach mal die Bremse dicht. Aber es ist schon relativ knapp. Dafür reicht das Setup, glaube ich, nicht. Da müsste ich doch ein bisschen dicker rein. Na, guck. So, jetzt aber hier. Alter Fall, hat er Bock gehabt. 21 Kilo Spiegelkarpfen. Ja, ging doch ganz gut. 21 Kilo Spiegelkarpfen auf Vorfach, 23er Vorfach. Ja, ich glaube, ich nutze das mal ein bisschen mehr aus. Hier gehen wir mal hoch auf 27er. Genau, und dann haben wir eben hier das Setup. Genau, ansonsten gehen wir da jetzt gleich im Detail nochmal drauf ein. Erstmal schnell zu der anderen piependen Route. Ja, von der Position her sollte man es, glaube ich, kennen. Ne? Das ist ja hier die Stelle, die immer mal wieder richtig gut funktioniert. Im Nahbereich. Einfach hier nur ganz knapp auf 5 Meter. Also das läuft. So, auch hier können wir ein bisschen hochdrehen. Hier jetzt übrigens mit der Evia. Die beiden anderen Routen komplett mit der Evia. Übrigens die links außen, die ganze Zeit nicht piept. Wundert mich nicht, dass die nicht piept. Hier ist natürlich die dickste und fettste Köderkombi drauf. Also bisher nicht ein Biss auf diese ganz dicke Köderkombination. Und wie man sieht, auf den beiden anderen, da ist Action. Da ist die ganze Zeit was los. Na guck, da haben wir den nächsten. Die Köderkombi hier hat übrigens auch als erstes geliefert. Zack. 10 Kilo Super Freak. Nehmen wir gerne mit. Aber auch hier, glaube ich, gehe ich nochmal ein bisschen höher. Und zwar auf 27er Vorfach. 36er, da ist es. 40 cm 27. Also so ein bisschen mehr ausnutzen, die Power der Rollen. So. 29er Bremse. Zack, zack, zack. Sofort ist er da. Der nächste Super Freak. Sehr schön. Komm ran hier. Ein kleiner nochmal. Na gut, passt doch. Passt doch echt gut. So. Zack und zack. Und zack. Also, wir gucken mal rein. In die Setups. Erstes Setup. Nee. Genau, so sieht es gerade aus. Ja, kann man doch schon mal machen. Ist doch schon mal gar nicht verkehrt hier für die ersten 12 Minuten. Erstes Setup. Normal die Feederrouten hier. Großes Setup, nicht mit Grundlight. Kann man natürlich auch sehr gut machen, wenn man da Bock drauf hat. Einfach mit Grundlight reingehen und dann gib ihm. Hier jetzt komplett übertrieben groß. Das ist einfach nur ein Test, ob da überhaupt was drauf geht. 20er Soluble, 22er würziger Heilbutt. Das sind die größten Boilies jeweils in der Serie. Ist schon, ja, einfach sehr übertrieben. Zweites Setup sieht dann wie folgt aus. Wir haben hier einen 16er Soluble und 16er Heilbutt. Passt eigentlich immer ganz gut. Größe 16 bei den Boilies hier am Kupfersee. Immer eine ganz schöne Größe für eine gute Frequenz. Also kann man wirklich ganz gut machen. Und das dritte in Kombination Gewürzaroma. Hat ja vor ein paar Wochen schon ganz gut funktioniert. Hier mit Heilbutt und Gewürz. Mit Heilbutt und Beeren Soluble. Also auch hier jetzt auflösend Heilbutt und Beeren. Ja, und das Ganze läuft hier wirklich, ja, siehst du, konstant gut. Zack, direkt der nächste hier ran. Ja, das kann man noch machen. Also wenn man damit jetzt hier schön ein bisschen auf Frequenz geht, um hier ein bisschen Cash zu machen oder so ein bisschen auch XP zu machen, dann ist das doch gar nicht verkehrt. Und da überlege ich tatsächlich, ob ich hier nicht vielleicht mich einfach auch nochmal auf Frequenz hinstelle, um hier einfach einen rauszuballern. Weniger halt jetzt hier gezielt auf Trophies vielleicht zu gehen, auf den Versuch, sondern einfach mal auf Masse zu gehen. Mir fehlen noch gute 10 Millionen, 14 Millionen fehlen mir noch bis zum nächsten Level Up. Könnte man vielleicht nochmal hier ein bisschen was machen. Und dann, wie gesagt, auf Masse. Futtermische gibt es natürlich auch noch. Na klar, na klar, na klar. Futtermische, das ist jetzt die Futtermische, die ich noch hatte. Mit Schaf, also mit Gewürz mit drin. Scharfe Feed Pellets und Gewürzmischung habe ich jetzt hier mit drin. Und der Rest ist quasi auf Heilbutt. Ob das muss? Gute Frage. Scheint aber auch zu funktionieren. Vielleicht kann man das auch komplett nur mit Heilbutt
kombinieren. Es gibt genug Heilbutt Feed Pellets oder sowas. Oder dass man das nochmal mit Mais macht. Also es empfiehlt sich eigentlich mehr, verschiedene Komponenten reinzumixen, als nur eben so eine 100% eine Aromatik-Futtermische zu machen. Hieß es vor Jahren auch mal von RF4. Von daher mische ich gerne auch etwas andere Sachen mit rein, als eben nur, keine Ahnung, Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti in 4 verschiedenen Größen. Es ist quasi halt nur eine Aromatik dann drin. Ne? Ja, wir gucken noch mal kurz rein, ob die kohlemäßig was bringen. Jetzt haben wir gerade Nacht, das heißt, das könnte jetzt ein bisschen weniger Action geben am Spot in der Nacht. Und dann gucke ich gleich mal, ja, was am meisten Frequenz bringt. Im Moment bin ich mit beiden Kombinationen ganz zufrieden. Ob das jetzt hier mit Pop-Up ist, Kombination, also mit dem Mais oder einfach direkt in Boilie-Kombi, passt doch beides. So sieht es gerade aus. Nach Preisen mal eben sortieren. Ja, schmeckt. Also für die 12 Minuten, 15 Minuten jetzt vielleicht, hier 250 Silber, ist schon mal ganz okay. Kann man machen. Ich gehe direkt wieder zurück und dann wird weiter rumprobiert. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.